Eisenstein?
Ich muss schauen, dass ich irgendwie für heute frei krieg. Zeichen, das entflattern ist, stille Leute, wer singt denn da so peinlich? Zeichen, das ich oft geküsst, lass ich wieder fangen. Ob man nur einmal in Ruhe nachdenken könnt, ha? Täubchen holdes, Täubchen gemein, komm, oh komm, geschwinde. Sehnsuchtsvolle denk ich dein, holde Rosalinde. Sehnsuchtsvolle denk ich dein, holde Rosalinde. Rosalinde. Ach so, der ist hinter der Knefrau her. Was die nur alle an ihr finden. Eine Adele ist da und keine Rosalinde. Hau die über die Häuser. So schön ist es nicht. Ich war schon ein depperter Tenor aus dem Gesangsinstitut. Es ist! Oh Gott, er ist's. Alfred? Es ist! Alfred? Er, der mich vor 4 Jahren angebetet hat, als ich noch frei war? Er wagt es her, vor dem Hause meines Gatten mich durch sein fast hohes C zu kompromittieren. Knefrau, meine arme Tante ist krank. Oh, Alfred, Alfred. Sicher hält er mich für treulos. Aber dabei habe ich doch bloß geheiratet. Knefrau, meine arme Tante ist krank. Wieso taucht er jetzt plötzlich hier auf? Knefrau Eisenstein. Gnädige Frau. Verzeihung. Frau Knefrau, meine Tante ist krank. Ja, meine Tante ist krank. Um Gottes Willen. Aber nicht ich, meine Tante. Was für eine Tante. Ja, meine Tante. Ach so, die Tante. Ja und? Knefrau, meinen Sie nicht, dass ich als Nichte gerade dazu angehalten bin, mich um die Krankheit meiner kranken Tante zu sorgen? Bitte ist es geradezu meine heilige Pflicht, meine Tante mitnichten umsorgt zu wissen. Was? Gnädige Gnädige Frau. Gnädige Knefrau, meine Tante ist krank und ich muss zu ihr. Hast du denn vergessen, dass mein Gemahl heute ins Gefängnis muss? Yes. Aber meine Tante? Adele, ich brauche dich doch. Ich brauche dich. Ich kann dich nicht eine Stunde entbehren. Mein Mann wird unleidig sein. Er wird sich nicht zu helfen wissen. Wir müssen für alle Eventualitäten gerüstet sein. Oh Gott. Was? Nix. Meine Tante. Adele, es geht nicht. Ich kann dich nicht eine Stunde entbehren. Nicht? Oh, meine arme, arme Tante. So werde ich dich nicht wiedersehen auf Erden. Adele? Du, Tante, alle Tanten. Eine solche Tante wie diese Tante. Eine so charmante, anverwandte noch niemand kannte. Adele. Noch keine Nichte, Tante, Ist doch nicht so ill. Tut sie sich auch selig an mir. Klingt Adele, was machst du da? Steh doch auf. Ich wische den Moden auf. Aber die Frau, bitte, 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 Kein bitte. Wort. Und mach das Abendessen bereit.
nicht mein Alfred und mich mit heißen Küssen empfangen mir Farfalla. Ich bin doch keine Nudel. Mein Herr, ich bin verheiratet. Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Alfredino sich. Entfernen Sie sich. Entfernen? Ich bin gekommen, um zu bleiben. Ich gehe nicht mehr weg. Wenn du wüsstest, was ich getan habe, um dich wiederzusehen. Ja, wo waren Sie denn die letzten 4 Jahre? Ich war hier, ich war da, ich war noch niemals in New York. Alfred, so hören Sie doch auf zu singen. Mein Mann wird gleich erscheinen. Ai, 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 canta in Oiores. Er wird doch nicht erscheinen, er muss ja brummen. Ja, bald, aber er kann jetzt kommen. Bitte gehen Sie. Was glauben Sie, wird er wohl denken, wenn er Sie hier sieht? Bitte gehen Sie. Aber nur, wenn du versprichst, dass ich wieder kommen darf. Alfred, bitte. Das kann ich nicht tun. Es muss was Wunderbares sein, von mir geliebt zu werden. Leise. Schwöre, dass ich wieder kommen darf. Es muss was Wunderbares sein, von mir geliebt zu werden. Ich schwöre. Vincerò, vincerò. Vater, ist es das wohl sicher? Auf gar keinen Fall. Ich liege in einer Ohnmacht. Aber nein, nein, nein. Nein, gesagt. Ich will ja Meine Zeugen, Advokaten, nicht bekommt man und verraten. Verliert man die Geduld. Nur Geduld. Schatz, nach dem Ende, was doch ist uns nicht beendet. Und daran ist der nur schuld. Wer ist schuld? Wer ist schuld? Wer ist schuld? Ah, der ist ganz allein nur schuld. Das ist nicht wahr, ich schon sehen. Was ist geschehen? Hören mich lang, erst will ich verteidigen mich. Ersparen Sie sich dieser Mühe. Nicht, was ist zu verteidigen? Mir scheint, Sie wollen mich bereiten. Der Herr Notar von Ihren Staat. Der Eisenstein fing an zu schreien. Sie stoppen ja bei jedem Wort. Sie schieben ja in einem Fort. Sie drehen wie ein Hahn. Sie sind ein Durian. Sie sind ein Durian. Sie sind's ja im Kuban. Sie rasen ja und Fieber an und brüllen wie ein Hahn. Das bist du. Sie gehen los. Ja, sie hat recht. Das bist du. Sie gehen los. Das bist du. Sie gehen los. Aus diesem Rezipieren, subvertieren, revolvieren, evolvieren, protestieren, liquidieren, exerpieren,
exaltieren, arbitrieren, resumieren, sie auch, exaltieren, ignorieren, arbitrieren, kalkulieren, Verschwinden Sie! Verlassen Sie meinen Besitz! Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Ha! Hast du ihn gehört? Wegen so einem muss ich noch länger absitzen. Sie Dilettant! Sie Schande auf Ihren Berufsstand! Ich bitte dich, Gabriel, keine hässlichen Wörter. Er hat einen Doktortitel. Ja, den kann ich Sie sonst wohin stecken. Ach, mein armer Gabriel. Adele! 8 lange Tage im Gefängnis. Aber Adele, du weinst. Doch nicht um mich. Nein, meine arme Tante! Die Tante ist sterbenskrank. Wirklich? Aber ich habe sie ja gerade ins Schloss Theater Schönbrunn gehen gesehen. Ach so. Ja, der Doktor hat sie in die Oper geschickt. Das wird die Krankheit aber eher verschlimmern als verbessern. Adele, geh jetzt zum Kalkutta und bestell uns ein delikates Abendessen, was gut und scheißteuer ist. Adele, halt! Wenn du zurückkehrst, suchst du mir aus meinen alten Kleidern den ältesten, verschlissensten, zerrissensten Anzug heraus, was in Berlin cool genannt wurde. Ich muss mir der niedrigen Gesellschaft im Gefängnis anpassen. Herr Dr. Falke. Ah, da ist er ja noch. Was für der denn? Küss die Hand, schönste aller Frauen. Ich gratuliere von Herzen, dass Sie den Tyrannen auf 8 Tage loswerden. Falke, mach am Plattermann. Keine schlechten Witze, lieber Doktor. Wir müssen ja versuchen, unseren armen Gabriel ein wenig aufzuheitern. Aber natürlich, dafür bin ich ja da, schönste Frau. Schatz, ich hole dir den Anzug. Danke. Chacun a son goût. Hein? Chacun a son goût. Ach so, nein, danke, wir haben schon mal Kalkutta bestellt. Nein, chacun a son goût. Das ist nicht etwas zu essen, sondern es bedeutet jeder wie er will. Ja, eh. Schau, ich erklär's dir. Chacun a son goût ist das Motto der geheimen Party. Heute Abend bei Prinz Orlowski und du kommst mit mir mit. Geht ja nicht, ich muss gleich ins Gefängnis. Das hat doch bis morgen Zeit. Heute gehst du mit mir zum Fest der Fashion Reichen. Nein. Hör zu, Frauen findest du da. Hübsche Frauen. Damen aus dem Ballett und vor allem der junge Opernnachwuchs. Was die Rattenschafen. Was? Die Rattenschafen? Wirklich? Ja, wirklich. Ah, da wird mir ja... Ah ja, da ist jetzt ein Frauenköder. Meine lieben Damen, es tut mir jetzt wahnsinnig leid, dass ich Sie jetzt... Also, schauen Sie, es wäre nicht für mich, sondern es wäre für ihn, wenn alle Damen im Publikum einmal kurz lieblich seufzen und schmachten könnten. Also nicht für mich, sondern für ihn, dass er sich besser fühlt. Schauen Sie. Ich glaube, der hat es notwendig. Also bitte, wenn alle Damen einmal kurz lieblich schmachten könnten und... Ja, das
das ist super, aber geht das ein bisschen lauter, dass er das wirklich hört? Und? Ich höre die liebe Dame schon schmachten. Vielleicht muss ich ja wirklich mitkommen. Du wirst reizende Damen finden. Außerdem habe ich dem Prinzen unsere Fledermaus-Geschichte erzählt. Was? Die Geschichte vom Maskenball vor 3 Jahren? Ja, die Geschichte von vor 3 Jahren. Ja? Ja, das war eine lustige Sache. Das war eine lustige Sache, ja. Und der Prinz fand die Geschichte so lustig, dass er mich gebeten hat, dich unbedingt mitzubringen. Ja, das ist sehr nett, aber der Rest... Komm schon, vielleicht gibt's ja wieder so einen Spaß. Komm mit mir zum Souper, es ist ganz in der Nähe. Wie du in der stillen Kammer laborierst am Katzenjammer, musst du nicht des Lebens Fräulein glühender Bruder sein. Ballerine leicht geschwingt in den blendendsten Toiletten, fressen dich mit Rosenketten, wenn die Polka lockend klingt. Freundchen, glaub mir, das verjüngt, das verjüngt. Bei Rauschen Tönen im brennenden Saal, mit holden Sirenen beim Göttermann, da fliehen die Stunden in Lust und Schmerz, da wirst du gesungen von allem Schmerz. Soll dir das Gefängnis nicht schädlich sein, musst du etwas tun, nicht so zerstreut sich das Leid, wie weit das Leid sich sein. Statt in deinen Arrest, mit mir zu dem himmlischen Fest, mit dir zu dem himmlischen Fest. Ich führe dich ein als Fremden, markieren nach, sollst dort du sein, so wird man nichts erfahren können. Willst du? Ach, ich wär schon erbittig, du musst, wenn nur. Du musst dir's vergönnen, zur Gesundheit ist sie ja nötig. Ja, ich glaub, du hast recht, die Ausrede ist nicht schlecht. Soll dir das Gefängnis nicht schädlich sein? Soll mir das Gefängnis nicht schädlich sein? Muss ich nicht so zerstreut, so kommst du, er kann widerstehen, ja, ich bin dabei. Zum Teufel mit deiner Leimsieder ein so viel und heute wie noch auf ein Jahr gewesen, mit dem Leben für abgelesen, Zwang und dort am Lachen singt. Für mich aus von diesem Zwang und dort am Lachen singt. Wir waren kurz draußen joggen. Und Walke hat mich getröstet. Getröstet? Wieso getröstet? Ach so, weil du noch 3 Schritte nach Sachen kommst? Nein, Schatz. Es war eine schwierige Aufgabe, aber ich glaube, ich habe sie glücklich gelöst, oder? Oder? Was sind das für Klamotten, gnädige Frau? Die Toilette für unseren armen Arrestanten. Was? Sowas
Abgetragenes für unseren armen Gabriel. Um Gottes Willen. Willst du denn einen Sandel aus mir machen? Aber du wolltest ja, dass Adele dir Rat des Sakko bringt. Wenn du so hingehst, lässt dich der Gefängnisdirektor noch länger einsperren. Was? Meinen Sie wirklich? Ja, das kann gut sein. Das geht so gar nicht. Ihr Mann hat recht. Ich muss jetzt leider gehen, gnädige Frau. Es ist schon spät und ich muss noch zu Gefängnisdirektor Frank seinen neuen Hausgenossen anmelden. Ich werde dich dort erwarten, Freund Eisenstein. Aber zieh dir was Passendes an, gell? Das werde ich, mein bester Freund. Und einen lieben Gruß an die Ratten. An die Ratten. An die Ratten? Na ja, die Ratten. Wie erklär mal sowas? Die Ratten illustrieren die Poesie des Kerkers. Nicht wahr, Falke? Ja, aber natürlich, mein bester Freund. Ciao. Ich weiß, wie ich mich kleide. In blauen Samt und Seide. Mit einem Chapeau bas. An die Ratten? Bilde ich es mir ein oder freut er sich, eingesperrt zu werden? Die Frau, bitte sehr, die Tafelspitze vom Blachunter. Schon gut. Bereite den Tisch vor. Und Adele. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh Gott! Wenn ich nur wüsste, was ich mit dem da draußen anfangen soll. Ich habe geschworen, ihn zu empfangen, und wenn man einmal einen solchen schweren Schwur schwört, soll man diesen Schwur halten, sei es auch so schwer. Jetzt muss ich mir nur noch Adele aus dem Weg schaffen. Adele? Wie befindet sich jetzt deine arme, kranke Tante nach dieser Oper im Schlosstheater? Ach, die Frau. Ich gebe dir den Urlaub. Was? Aber vorher haben Sie mir doch auch... Vorher war ich schlecht gelaunt, jetzt bin ich bessere Laune. So. Ah, weil der Herr da draußen so... Verzeihung. Balenciaga. Jetzt duftig. Und dann verduftig. Adele! Diese strenge Balltoilette willst du für die Gefangenen anziehen? Naja, sind ja auch Politiker unschuldig dort. Auch wegen einem Missverständnis eingesperrt. Hm? Was für ein Missverständnis? Naja, egal. Mein liebster Gabriel. Hella mi fura vita. Was ist das? Alfred? Rigoletto. Mein liebster Gabriel! Bitte lass mich nicht allein! Adele, bleib heute Nacht bei meiner Rosa. Sie wird wen in der Nähe haben wollen. Na, das wird nicht notwendig sein, Sie Adele! Nein, es gibt niemanden auf der Welt, der mich jetzt trösten kann. So muss allein ich bleiben, 8 Tage ohne dich. Wie soll ich's beschreiben, mein Leid so fürchterlich? Wie werd ich es ertragen, dass mich mein Mann verließ? Wem soll mein Leid nicht klagen? Oh Gott!
ehrt mich dies. O Gott, wie ehrt mich dies. O je, 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 wie ehrt mich dies. Wo bleibt die traute Gruppe? Kommt Mittag näher. Zum Rindfleisch wird zur Suppe, zum Braten keine mehr. Und singt die nächtliche Schreie, geht's mir in den Riss. Mein Schmerz wird ja. O je, wie wird mich dies? 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 Was soll das Klagen flammen? Die Kopf verliere ich hier. Mein Kopf ist ganz genommen. Wo liegt's hier? Es gibt eine Frühlingswind, es gibt eine Frühlingswind. Es gibt ein Weint und tanzt zugleich. Hast du etwas vergessen? Rosalinda! Alfred! Wie abends wollen Sie? Es waren einmal ein junger Mann und eine junge Frau. Sie liebten sich sehr. Sie versprachen sich die Ehe, doch sie waren beide sehr arm. Also ging er zu Prinz Orlowski, um Geld zu verdienen. Doch dieser wollte nach Petersburg, also musste der junge Mann mit ihm gehen. Doch bevor er ging, sagte er zu ihr: Schwöre, dass du mich liebst. Und sie antwortete: Das ist wahr. Aber ich hatte die Wahl und ich habe mich vielleicht falsch entschieden. Es war ein Fehler. Trinke, Liebchen, trinke schnell, trinke Nacht die Augen hell, sind die schönen Äuglein klar, siehst du alles Licht und wahr, siehst die heiße Liebe ein Traum, der uns öffnet sehr, siehst die treue Schaum, so was gibt's nicht mehr. Flieht auch manche Illusion, die einst dein Herz erfreut, gibt der Wein dir Tröst und schon, du
sei Entschluss, ich grolle nicht. Brichst du einmal auf die Treu, das sei dir verziehen. Schawele wieder mir aufs Neu, und ich glaub es nicht. Derweil dir Tröst und Schon, durch der ganze Freud. Sei getrost, ich glaub dir schon, und bin glücklich auch. Mein Name ist Gefängnisdirektor Frank und ich kann mir das Vergnügen nicht versagen. Oh. Ja. Es tut mir sehr leid, Sie in Ihrer Intimität zu stören, aber ich muss Sie bitten, mit mir zu kommen. Es wartet eine 8-tägige Arreststrafe auf Sie. Trinke, Liebchen, trinke schnell, trinke nach mir, hell. Was machen Sie denn? Überlass das mir. Kling, kling, sing, 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 trink mit mir, sing mit mir. Mein Herr, ich bin etwas pressiert. Ich hoffe, Sie werden mir keinen weiteren Widerstand. Nein, glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Mein Herr, ich muss Sie wirklich bitten, jetzt endlich mit mir zu kommen. Ich möchte Ihrer werten Frau Gemahlin mit meinem plötzlichen Auftauchen hier nicht mehr weiter unangenehm sein. Trink mit mir, sing mit mir, sing, sing, sing. Meinetwegen. Frosch! Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Sie sehen, ich kann auch gemütlich sein. Drum kommen Sie, mein Herr von Eisenstein. Ich bin nicht der von Eisenstein, bin nicht der, den Sie suchen. Sie sind es nicht. Zum Teufel nein! Nur Ruhe, nicht euch fluchen. Sie wissen es, mein Gott gesagt. Soll ich hier hintergangen sein? Mein Herr, was dächten Sie von mir? Sie sich mit einem Fremden her. Das wär doch sonderbar. Mit solchen Seiten tritt nah. Sie war nicht meiner Werte nah. Beneid'ge nicht für wahr, spricht in der Situation. Ihr nicht klar und deutlich schon. Mit mir so spät in der Attente ganz traurig und allein. In dem, was ihm so ganz in dem kann nur alleiniger der sein. Mit dir so So schnell, spät, was traurig, nein, In dem, was ihm so ganz so ganz intim und nur allein. Der Nein, ich zweifle gar nicht mehr, doch da ich fortun muss, so geben Sie, ich bitte sehr, so schnell den Abschiedskuss. den Abschiedskuss. den Abschiedskuss. Den Abschiedskuss. Nun denn, wenn es sein muss, da haben Sie den Soll ich schon brummen müssen,
Herrn, ich bin etwas pressiert, da ich heute selbst noch invitiert. Drum lassen Sie uns gehen, ja, lassen endlich Sie uns gehen. Wir brummen vielleicht in demselben Lokal. Ganz sicher nicht. Ganz sicher. Kommen Sie nur schnell, der Wagen ist so schnell. Nun fort, nur schnell. Mein schönes, großes Vogelhaus, es ist nicht weit von hier. Die Vögel flattern ein und aus dem Kommissreichquartier. Und da die Vögel ein verehrtes dann nicht mit. Doch auch mein werter Gast muss ein, doch auch mein werter Gast muss ein. Verehrtes dann nicht mit, das ins Gefängnis mit. Wenn es sein muss, so will ich gehen. So schweigen Sie! Ach Gott, es soll geschehen. Schnell fort, nur fort. Gleich will ich mich bequemen, doch erst noch Abschied nehmen. Ja, mein Herr, es ist schon gut. Ein Küsschen noch, dann hab ich Mut. Nein, genug, wir müssen scheiden. Ein Küsschen gibt Trost mir im Leiden. Mein Herr, genug Geselligkeit, ich hoffe nicht so helle Heut. Genug, es ist jetzt Zeit. Mein schönes, großes Vogelhaus, es ist nicht weit von hier. Die Vögel flattern ein und aus dem Vögel flattern hier. Und alle Vögel fliegen, werden auch sein, das zu sein. Die Vögel fliegen, und alle Vögel zu sein. Was mir gerne selbst mit Leute nur zu wählen. Wie schön Schatz zu sein. An die Ratten. Yes.
ich bin nicht zu spät. Nein, überhaupt nicht. Heute bist du Franzose und heißt Marquis Renard. Perfekt. Da bin ich ja völlig inkognito hier, ne? Dann musst du aber aufpassen, dass du den Franzosen auch überzeugend spielst. Keine Sorge. Ich spreche zwar kein Wort Französisch, aber wie die hübschen Pariser Kätzchen habe ich mir ein paar französische Signes angeeignet. Je sa chanson, mais la chamelle chinoise. Bravo. Und was heißt das? Keine Ahnung. Dann, Leute, ich glaube, unser Gastgeber kommt. Meine Damen und Herren, der Herr des Hauses, der König der Party, Prinz Orlowski. Meine lieben Freunde, ich heiße Sie alle herzlich willkommen. Das Konzept ist einfach. Amüsieren Sie sich. Bei mir ist alles erlaubt. Nur eines nicht. Langeweile. Wenn ich mit anderen sitz beim Wein und Flasche an Flasche leer, muss jeder mit mir glücklich sein. Werde ich sehr. Trinke Glas und Glas nicht ein, ich nicht Widerspruch. Nicht leiden kann ich's, wenn sie schreien, ich will nicht hab genug. Werde mir beim Trinken nicht pariert, sich ziert wie ein Trunk. Dann werde ich ganz umgehend die Flasche Dann werde ich ganz umgehend die Flasche an den Kopf und frage sie, ich bitte, warum ich das denn tue. Warum ich das denn tue. Sie ist mal bei mir so sitte, Chaka. Sie ist mal bei mir so sitte, Chaka. Trinken Sie, essen Sie, amüsieren Sie sich. Prinz, darf ich Ihnen einen Gast vorstellen? Das ist Marquis Renard. Bonjour. Bonjour, Marquis. Sie sprechen Französisch? Parlez-vous français? Ja, natürlich. Bon, les 600 ils ont sexe, on sait c'est qu'on le sait, ils en sont. Glauben Sie mir,
Ich war schon überall auf der Welt und habe so gut wie jede wichtige Sprache gelernt. Und Französisch ist meine Lieblingssprache. Oh. Mein Französisch ist leider schon etwas eingerostet. Also verzeihen Sie, wenn wir bei Deutsch bleiben, wäre das in Ordnung. Gott sei Dank, wie schade. Ich spreche gerne meine Muttersprache, aber Deutsch ist kein Problem. Oh, le chien chasse son si chat, le chien chasse son si chasse. Oh. Sie sind sehr lustig, Herr Marquis. Das ist gut. Ich möchte auch lachen. Falke hat mir gesagt, ich soll heute über Sie lachen. Über mich? Ja, über Sie. Nicht wahr, Falke? Ich hoffe es doch. Wieso will er denn über mich lachen? Meine Damen und Herren. Daniel John. Ist das nicht schön? Genießen Sie das! gestanden. Einladung zur VIP-Party. Schnabu, das war gut. Ich hab's dir nicht geschickt. Und außerdem, du bist überhaupt kein VIP. Natürlich bin ich ein VIP. Und was ich für ein VIP bin. Ich bin so ein VIP. Was heißt das überhaupt? Egal. Aber jetzt bist du da. Also jetzt spät. Bist auf die Schuhe. Alles okay. Weißt du was, wir probieren es einfach aus. Das kennt dir ja eh keiner.
du die Sängerin Olga? Olga? Ach, der Prinz macht dich fest. Ja, der Prinz, sag was genau. Ist das sie? Ja, die Kammerzofe vom Eisenstein. Mit wem habe ich die Ehre? Höchstverehrteste Durchlaucht. Ja, und das ist meine Freundin, die Olga. Olga? Das ist ein Name aus meiner Heimat. Kabarett Chabaruski. Ruski? Nein, das ist mir zu kalt. Beruf? Ich bin Kammersopranistin. Eine Kammersängerin. Marquis! Kommen Sie doch! Darf ich vorstellen, Fräulein Olga, Marquis Renard. Freue mich sehr, Fräulein Olga. Freue mich sehr. Fräulein Olga. Ihr Gesicht kommt mir sehr bekannt vor. Sind wir uns mal begegnet? Ah, wirklich? Sie kommen mir aber auch sehr bekannt vor. Fräulein, sind Sie immer schon Fräulein Olga gewesen? Ja. Und Sie, mein Herr Marquis, sind Sie immer schon Marquis Renard gewesen? Was haben Sie denn, Herr Marquis? Diese Ähnlichkeit. Ja, mit wem, mein Herr, mit wem? Wage ich nicht zu sagen. Also sagen Sie es doch. Na gut. Mit meiner Kammerzofe. Wer sie doch gibt dem Frühgast im Frühtag. Ich? Eine Kammerzofe? Also, das ist ja eine Unverschämtheit. Wollen Sie mich beleidigen? Das werde ich nie und nimmer verzeihen. Okay, ich verzeihe Ihnen. Meine Herren, Damen, gibt es einen Spaß? Zur rechten Zeit sie kamen. Was liegt, erzählt doch was! Sehen Sie das Fräulein zierlich, wie der Herr Marquis eine super zierlich verlassen. Raten Sie. Für eine Zofe hält der Reichers das nicht lächerlich. Das ist ja lächerlich! Mein Herr, das ist nicht sehr galant. Wie kann man sich
Ich bitte um Pardon, meine Herrschaften. Bitte seien Sie großmütig. Also ich glaube schon, dass sich der Marquis jetzt aber aufrichtig bei unserem Fräulein Olga entschuldigen muss. Nicht wahr? Schon gut, schon gut. Liebes Fräulein Olga, es tut mir von ganzem Herzen leid, dass ich Sie beleidigt habe. Ist schon verziehen, aber nehmen Sie sich in Zukunft vor schönen Kammerzonen in Acht. Ich schlage vor, Sie laden sie auf ein Glas Champagner ein. Was war das? Das ist meine Haare. Der Chevalier Chagrin, der Chevalier Chagrin. Chagrin? Ja, der Gefängnisdirektor Frank. Chevalier Chagrin. Willkommen, Chevalier. Verzeihen Sie, Eure Durchlaucht, dass ich etwas spät unterwegs bin. Ohne Umstände, meine Gäste sind bei mir zu Hause. Chevalier Chagrin, darf ich vorstellen, Marquis Renard. Servus, Servus. grüß Sie, wie geht's da? Alles gut? Also Landsleute, Ja, genau. ich bitte Sie, meine Herren, reden Sie doch etwas Französisch miteinander. Ich liebe diese Sprache so sehr. Marquis. Chevalier. Oui. Marquis Renard. Oui. Chevalier Chagrin. Oui, passt schon, oder? Enchanté. Enchanté. Je suis Name. Chevalier Chagrin. Je suis nommé Marquis Renard. Enchanté. Enchanté. Weiter! La France! La France, oui, la France. Toulouse. Oui! Lautrec! Lautrec, Paris. Oui. La mayonnaise! La mayonnaise. Je suis nommé la mayonnaise. Jetzt bitten wir aber die Herrschaften dann doch wieder Deutsch zu sprechen. Wir wollen ja an eurer Konversation teilhaben. Ja, genau, weil sonst haben wir nämlich überhaupt nichts von ihrem Spaß. Darf ich die Dame zu einem Drink verführen? Und ich verspreche Ihnen, es wird nicht bei dem einen Drink bleiben. Danke. Ich bin auch eine gnädige Frau. Ich kann und will Ihnen nicht glauben. Ja, schauen Sie doch da hinten. Ja, Adele ist anscheinend auch hier. In solche Gesellschaften geht er? Ich wusste das ja auch nicht. Er hat mich gezwungen, dass ich hierher komme. Na, warte. Moment. Sie wollen ja in dieser Gesellschaft nicht auffallen. Aber was soll ich tun, liebe Doktor? Holen Sie sich vielleicht ein kleines Beweisstück. Sie meinen von meiner Mann? Ja, schaut, seine Uhr zum Beispiel. Nein! Sie haben das Video von der Fledermaus gedreht! Ja, Sie haben uns auch gesehen, ne? Ja, das Video und die ganze Idee war von mir. Aber raten Sie mal, wer die Fledermaus war. Der Falke war's! Sie wollen die Fledermaus aus dem Video! Oh, über die Fledermaus. Das Video, was viral gegangen ist! Ja, das Video. Es muss einer unfassbar peinlich gewesen sein! Nein, das war nicht nur
scheiße peinlich, sondern auch ziemlich rufschädigend, gell? Aber das hat mein guter Freund längst verkraftet, gell? Ja, hat er, gell? Und wie wär's, wenn wir, um der guten alten Zeiten willen, eine kleine Wette abschließen? Eine Wette? Ja, warum nicht? Ich wette mit dir, dass du es nicht schaffst, diese ungarische Gräfin da hinten zu verführen. Sie hat angeblich einen ziemlichen Tyrannen als Ehemann, weshalb sie auch unter uns maskiert bleiben möchte. Aber sie soll bezaubernd schön sein. Aber du machst es mir zu einfach. Solange ich meine Uhr dabei habe, kriege ich jede. Überlasst sie mir, meine Herren. Bonne Chance, Marquis. Gute Bonne Chance. So, reiten wir uns heim, komm. Ja, sie ist süß, nicht wahr? Sehr süß. Wo bekommt man denn so süße Uhren? Ich habe sie beim Juwelier gekauft, um sie einer besonderen Person zu schenken. Aber mein Herr, Marquis, sind Sie denn gar nicht verheiratet? Ich? Wie sollen Sie sowas glauben? Dieses Schwein. Vielleicht haben Sie nur noch keine Frau kennengelernt, die bezaubernd genug für Sie war. Das kann gut sein, aber bezaubernd ist ja nur ein Hilfsausdruck für Sie. Wollen Sie Ihr Gesicht denn nicht zeigen? Heute nicht, aber morgen werde ich mich zeigen. Morgen. Habe ich andere Sorgen. Was machen Sie denn morgen? Ich habe eine Sitzung. Eine Sitzung. Eine geheime Sitzung. Unser Ausschuss der Öffentlichkeit. Vielleicht werde ich auch dabei sein. Sicher. Wo die Uhr erwischen könnte. Dieser Anstand, so maniert, dieser Ton fein und zierlich und ein Füßchen, das mit Küssen glühend man entdecken soll, wenn sie nur erlauben wollt. Immer Westen, und wir sehen es sich nach Westen, denkt uns Küsse, statt uns Füßen, wanken und böse Wicht. Und ich strafe nicht, und ich strafe nicht. Ach, vielleicht könnte es entschweben, dies holde Zauberbild, willst du nicht die Maske heben, in ein Antlitz mir verhüllt. Nein, mein schöner Herr, ich bitte, nichts verlegen, nichts berührt, denn es heißt die gute Sitte, dass man Masken respektiert. Wie er geht, kokettiert, Hat er Mühe, wer schmeckt, mit ihr mich nicht, fixiert. von Keine Angst, wenn du mir vor dir steht. Ja, man lernt, ich sehe, wie die Tränen, es probiert, ob sie in die Fahne geht.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nein, das kann nicht sein, denn nach der 7 kommt erst die 8. Sie haben mich ganz verwirrt gemacht. Wir wollen wechseln. Wechseln? Wie? Das Schlag des Herzens sehen Sie und ich das Dickt an Ihr Ohr. Ich bin um 5 Minuten nur. Jetzt sehen Sie mein Hammerkind. Bin schon dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hopp, 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 hopp. Lass mich bitte noch. 6, 8, 8, 9, 10, 11, 12. Hopp, 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 hopp. In Galopp, 6, 9. So weit und ich will und ich soll. Ich bin weiter schon. Eine halbe Million. Aber das ist gerade noch viel. Ja, eine halbe Ringe zählen. Oh, das du nicht manifestieren. Sie will dir Musik annexieren, meine Uhr. Ich danke vom Herzen. Ich wollte nur. Wir lieben so schwarzen. Sie ist nicht ins Netz. Meine Uhr, bitte ich sie wieder nur. Oh, wie. Dieser Spaß ist etwas teuer, hat man mit mir ungeheuer. Meine Uhr ist annexiert, doch ich bin Na, mein Freund, was ist denn jetzt aus unserer Wette geworden? Ja, gib mir noch ein wenig Zeit. Ich krieg sie schon. Aber Marquis, was wird denn Ihre Frau dazu sagen? Meine Falke! Ach, Sie sind also doch schon verheiratet. Oh, meine Hoffnung. Hoffen Sie weiterhin, bitte hoffen Sie. Meine Frau ist alt und hässlich. Aber Sie haben doch aus Liebe geheiratet. Geheiratet habe ich sie ja, aber Liebe. Tatsächlich. Ja, ich wurde fast schon dazu gezwungen. Ich wollte nie. Oh, wie sie mich langweilt. Langweilig? Nein, nicht Sie, mein Mon Chéri. Meine Frau langweilt mich. Darf ich die Uhr bitte wieder haben? Die können Sie morgen wieder sehen. Ah, Mon Chéri, wo bist du denn? Ah, Mon Chéri! Wo du bist, ist eher die Frage. Du warst mein Zuhause. Du warst mein Zuhause?
lass sich an der Quelle, so lässt es seine Liebe, und hol sie aus dem Glase, und wieder auf die Nase. Schloss an, und hol die Liebe eine, den König aller Beine, den König aller Beine. Schloss an, Schloss an, Schloss an. Die Majestät wird anerkannt, Riesenland, jungen wir Champagner, der erste Privat, der Siege Champagner, Schluss an, Schluss an, Schluss an. Die Majestät wird anerkannt, Riesenland, jungen wir Champagner, der erste Herr Chevalier, wähle Sie, merci, auf Ihr spezielles Herbergier. Merci. Auf Ihr Wohl, Chevalier und Marquis. Merci. Halt, hört mich an, was ich ersann. Hört ihn an. Ich seh, dass sich die Paare gefunden, dass manche Herzen in Liebe verbunden. Drum lasse uns alle ein großer Verein von Schwestern und von Brüdern sein. Eine große Bruderschaft, es sei. Eine große Bruderschaft, es sei. Auch hier schöne Masken, seid dabei. Und wir küssen, wer ewigst auch küssen. Folgt meinem Beispiel das Glas zur Hand und jeder singt zum Nachbarn gewandt. Brüderlein und Schwesterlein, wollen wir sein, stimmt mit mir ein. Brüderlein und Schwesterlein, lasst das traute uns schenken für die Ewigkeit, immer so wie heut, wenn wir morgen noch dran denken. Ist ein Kuss, dann mein du,
die Gravitos, Daniel Lebe und Julius Pleu.
Mein Hut, sie die Rede teilt. Mein Hut, sie ist die Rede teilt. Sein Hut, wird noch wieder schneien. Mit Armen frei, mit Kulitas ist sein. Meine Rock, mit dir meiner Rock. Sein Hut, mit dir sein Hut. Eine Kunst ist die Wechsel, die ist gut. Ein Nächster, ich bin das Kleine. Jetzt so lass uns gehen, auf Wiedersehen. den Vorhang weg, da und da und da und da, links und rechts. Es hat 10 Minuten, dass zurück auf euch eine Plätze kommt. Zack, ich kann euch kriegen ein Herzkaschball.
jetzt erst einmal mit dem scheiß Singen auf, hey. Ja, ich singe ja gar nicht, ich mache nur meine Übungen. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Das ist ein Tenor. Woran merkt man das? Ja, einfach, wenn Sie anfangen zum Singen, fangen meine Ohren an zu blären. Und dem Publikum ist gerade ein Prosecco-Glas zersprungen. Was, wirklich? Na, Trottel, hinsetzen. Nein! Warum nicht? Sie sitzen ja eh schon. Ja, beim Sitzen kann ich nicht singen. Sie können im Stehen auch nicht singen. Aber was sag ich? Sitz. Können Sie mir jetzt bitte einen Advokaten bestellen? Ach so, gern sonst irgendwas, Eierspeise oder Melange? Ja, und der Rest ist einmal mit Butter, bitte, ja? Was, kommt sofort. Wissen Sie, woran Sie mich erinnern? An einen Autounfall. Nur dass der Airbag nicht aufgegangen ist. Wenn ich mich verarschen lassen will, dann geh ich wählen. Hospi! Wappler? Gut. Ich habe das Recht, dich zu verteidigen. Sie haben das Recht zu schweigen. Hallo? Ja, ich weiß auch nicht, was der von mir will. Ein Advokaten, was bin ich in der Außerhaus oder was? Warum funktioniert der Scheiß nicht? Mehr Gage, mehr Gage. Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Wenn Sie mehr Gage wollen, das müssen Sie mit der MDW verhandeln. Habe ich ja versucht. Ja, von mir kriegen Sie nämlich nur mehr Tage und so weiter machen. Ja, ich will aber nicht mehr Tage, ich will nur einen Advokaten. Ich bin unschuldig. Vor einem österreichischen Gericht ist niemand unschuldig. Ja, das stimmt, aber ich bin nicht der Herr von Eisenstein. Ach so, für was dann? Nein, ich bin nicht der Herr von Eisenstein. Ja, das habe ich schon beim ersten Mal verstanden. Ich bin's auch nicht. Für was dann? Nein, ich mein, Ja, warum funktioniert der Scheiß wieder nicht? Ach so, geht eh. ist ja egal. Mein Name ist Albrecht und nicht Eisenstein. Ich sitze nur statt Ihnen hier die Arreststrafe ab. Ach so, das ist aber nett von Ihnen. Machen Sie das öfter und was verdient man da? Nein, ich will ja gar nicht hier sein. Ja, ich nicht. bitte Sie, ich flehe Legen Sie an! Sie müssen einen Antrag machen. Um Gottes Willen, wem? Also nicht mir. Ach so, ein Lustiger. Name? Geht das nicht telefonisch? Na, der Schatz funktioniert ja nicht. Außerdem hört da der Verfassungsschutz zu. Also, Name? Alfred. Na, ich hoffe, das haben Sie einer Eltern heimgezeigt. Bin ja nicht ohne Grundtenor geworden. Das habe ich mir gedacht. Nachname? Soll ich jetzt als ich oder als der andere, der ich offiziell bin, der ich aber nicht bin, den Antrag stellen? Das haben Sie mir jetzt schnell gefragt. Schauen Sie, ich bin ja offiziell als der von Eisenstein eingesperrt. Ja. Brauche ich jetzt einen Advokaten als ich? Ja. Oder als Eisenstein? Ja. Ja, was jetzt? Und das, was Sie gerade gesagt haben. Ja, schauen Sie. Alfred Eisenstein von. Das ist ja eher Name. Kommt das von vor dem Nachnamen oder nach dem Vornamen? Das haben Sie mir jetzt zu schnell gefragt. Nein, ist ja wurscht. Beruf? Gesangslehrer. Gesangslehrer. Na, die haben wir gefressen. So, jetzt brauche ich dann noch eine Unterschrift. Und drunter. Und drüber. Und dann mal da. Das, danke. Danke, Chance für das vergessen. Entschuldigung, was machen Sie da? Geben Sie noch einen Moment, ich bin raus. Entschuldigung, was Ich machen bin Sie eh gleich fertig, jetzt warten Sie halt. Nee, was ist das? Was soll das? Was? Es ist Chatprotokolle vernichten. Ja, aber doch nicht mit meinem Antrag.
Ihr Scheiße. Na, schauen Sie sich das an, jetzt haben wir einen echten Banksy produziert. Ja, aber was ist jetzt mit meinem Antrag? Aber wissen Sie, was sowas heutzutage wert ist? Das ist... Oh, Eda, jetzt regen Sie sich nicht auf, das ist normale Bearbeitung. Was? Was? Na, hey, ganz ruhig. Ich erklär's einer, ja. Also, wollen Sie den Schatz Standard oder eingeschrieben verschicken? Und was würden Sie empfehlen? Eingeschrieben, weil dann haben Sie die Garantie, dass wir unseren leibenden Stempel draufgeben. Was bringt das? Das weiß ich nicht, aber der Schatz kann leichten. Und der ist so teuer, also wird er schon irgendeinen Sinn haben, genau wie der Banksy. Gut, dann eingeschrieben. Ja, gut, normal Priority oder EMS. Was heißt das jetzt schon wieder? Also mit EMS sind Sie erstmal sicher, dass wir uns noch heute um den Antrag kümmern. Heute noch? Das geht aber schnell. Ja, oder morgen. Mit Priority haben Sie die Sicherheit, dass wir uns an die ersten 5 Werktage nach dem Wochenende um den Antrag kümmern? Do, re, mi, fa. So lange? Ja, voraussichtlich. Voraussichtlich. Ja, und normal? Na, normal machen die jetzt weiter. Nein, dann EMS bitte. Was? Da brauchen die einen Ausweis, bitte. Den habe ich jetzt nicht dabei. Haben Sie solche Karten? Na, die habe ich auch nicht dabei. Ja, das tut mir leid, ohne EU-Karten geht in Österreich überhaupt nichts. Aber man wird sich doch wohl verteidigen lassen dürfen. Ja, natürlich. Sie müssen ja noch warten, bis Sie rauskommen, dann können Sie einen Ausweis holen für einen Antrag für einen Advokaten. Da schauen Sie, Ausweis, Antrag, Advokat. A. Staying alive. Entschuldigung. Ja, aber ohne Ausweis komme ich hier doch nicht raus. Warum jetzt? Was hat sie mich an? Was hat sie mir an vorgefallen? Okay, ich spreche die offen, ich mache eine Ausnahme, ich gebe Ihnen ein 5. A. Da schauen Sie, Ausweis, Antrag, Advokat, Ausnahme. Autogramm bitte. Eisenstein. Das ist super, danke. Sie sind ein guter Mensch. Und da noch. So, jetzt gehen wir alle noch einmal aufs Klo. Und dann reiten wir los mit unserem ausweislosen Ausnahmsadvokatenantrag à la Alfred Eisenstein. Überhaupt. Das ist ein fideles Gefängnis. Jetzt da! Erst sind wir Urwitzigkeit, Haarfrosch. Ja, ruhig, Chef! In meinem Segel anerkannt, rechts im Land, jubeln wird Champagner, der erste Sieg genannt. Es lebe Champagner der
alle haben wir dir die Holger abgekauft. Und wenn du mal erfolgreich bist, dann kannst du jeden haben. Einen Industriellen, einen Prinzen, sogar einen Politiker. Ein Politiker, ich will mich ja verbessern. Ja, oder? Den Herrn Chevalier. Grüß Gott. Grüß Gott. Halt! Entschuldigung! Wo wollten Sie hin? Wir sind die Olga und Nida und wir möchten zum Herrn Chevalier Chagrin. Ja, dort mal anschaut, solche mit französischer Perversität beschäftigen lassen. Wünsche einen schönen Tag. Grüß Anna. Meine Damen, ich habe nicht erwartet, Sie schon so früh da wieder anzutreffen. Ja. Herr Chevalier. Ja, bonjour in der Früh, ja. Meine Freundin, die muss Ihnen ein Geständnis machen. Ach ja? Ja, bitte. Na, was muss sie mir denn gestehen? Herr Chevalier, ich muss gestehen, ich bin nicht das, was ich scheine. Ja, da ist sie nicht die Einzige. Bitte? Oh, sie scheinen mir Herz allerliebst, das wird ja wohl reichen. Meine Freundin, die ist nämlich gar keine Künstlerin. Ja so, na was nicht ist, das kann ja noch werden, da? Herr Chevalier, Sie sind ja ein feiner Herr und können mir dann leicht behilflich sein. Na sicher, das machen wir schon. Ja, wie gesagt, meine Freundin ist noch keine Künstlerin. Sondern? Sondern eine Kammerzofe. Was? Eine Kammerzofe. Aha. Sie haben sich von mir die Hand küssen lassen. Den Mund ja auch. Also, das ist eine Frechheit. Wie kann ich Ihnen helfen? Also ich möchte mich zur Berühmtheit ausbilden lassen. Ich möchte das Theater. Ausbilden lassen. Kammerzofen. Schauen Sie. Da haben Sie Geld. Kaufen Sie eine Sache dort und die ist auch berühmt. Aber Herr Chevalier. Au revoir, tschüssi, Papa. Aber was soll ich denn jetzt machen? Was war's denn hier? Jetzt komm. Ist das jetzt kommst? Ja, gleich.
schau's mir an. Das war die beste Tenorarie überhaupt. Übrigens, Chef, bevor ich es vergesse. Da will sich ein gewisser Herr, schau's mir an, Marquis Renard sprechen. Frosch, versteck die. Was, verstecken soll ich mich? Was bin ich, in der Osterhaus oder was? Frosch, bringe die Damen auf ein anderes Zimmer. Ach so, jawohl, einsperren. Jo. Na, nicht einsperren. Frosch! Ach so, ja, dann darf ich die Dame bitte auf Nummer 13 geleiten. Ja? Nummer 13, Ihr Empfangssalon. Ich würde eher sagen, der Gesangssalon. Aber da müssen Sie sich keine Sorgen machen, da sind ein paar österreichische Spitzenpolitiker bei uns zu Gast. Aber keine Sorge, einer von denen ist nur sehr kurz. Da. Marquis Renard, hier. Warum? Chevalier, bist du wegen nächtlicher Ruhestörungen arretiert worden, ha? Marquis, was willst du da? Frühstück, das ist ja super, darf ich? Ja, bitte. Tu es, als ob du daheim wärst. Bin ich eigentlich jetzt da? Du hier, daheim. Das könnte man eigentlich mehr von mir behaupten. Heraus mit der Sprache! Was hast du getrieben, dass du hier eingesperrt wurdest, Chevalier? Ich bin ja gar nicht eingesperrt. Ja, das sagen sie alle. Na. Schau. Ich bin in Wahrheit gar kein Chevalier. Mein Name ist Frank und ich bin der Direktor dieses Gefängnisses. Der Direktor dieses Gefängnisses? Ja, das ist kein Scherz. Darf ich den Obergefängnisdirektor Frank noch um eine Tasse Tee bitten? Ja, nur nicht so laut. Ich hab so ein Schädelweh. Ich meine, nein, kein Tee, kein Chagrin. Frank heiße ich. Gefängnisdirektor Frank. Ja, genau. Ja, du glaubst mir nicht. Na, pass auf, sollst dich vom Gegenteil überzeugen. Frosch! Frosch, bitte. Sage dem Herrn bitte, dass ich der Gefängnisdirektor Frank bin. Was soll? Du sollst dem Herrn sagen, dass ich der Gefängnisdirektor Frank bin. Ach so, das ist der Herr Gefängnisdirektor Frank. Frank. Sonst noch was? Na, schlechte. Danke. Bist jetzt endlich überzeugt, Marquis? Ich bin auch kein Marquis. Ich bin Gabriel von Eisenstein und eigentlich bin ich hier, um eine 8-tägige Arreststrafe anzutreten. Du bist nicht Eisenstein. Bin ich nicht? Ja. Interessant. Ja, weißt du, ganz zufällig habe ich den Herrn von Eisenstein gestern höchstpersönlich arretiert. Ja. Du hast ihn arretiert? Ja. Wie bitte? Ja, gestern Abend um 9:30 in seiner Wohnung. Er saß mit seiner Frau beim Abendessen in seinem blauen Schlafrock. Ja. Gell? Im blauen Schlafrock? Ja, er hat dann noch recht zärtlich von seiner Frau Abschied genommen. Das war äußerst rührend. Zärtlichen Abschied von meiner Frau? Na, von seiner Frau. Ja, von meiner Frau. Wo ist der? Ja, auf Nummer 12. Ich muss ihn sofort sehen. Vollkommen ausgeschlossen. Um den Herrn von Eisenstein zu besuchen, müssten Sie einen Antrag stellen. Aber ich bin's ja! Oh, jeder ist er wer. Komm, nächstes Mal lass dir was Besseres einfallen. Was? Ah, da ist schon wieder wer für Sie. Eine gewisse Frau. Blaue Buche. Sagt mir nichts. Rote Tanne. Gelbe Föhre. Pinke Fichte. Ich weiß auch nicht, was bin ich, ein botanisches Lexikon. Es war irgendwas mit einer Form und einem Baum. So wie Rosalinde. Rosalinde? Ja. Von Eisenstein. Meine Frau! Ja, bist du urwitzig. Ja, was will sie? Ja, sie will mit dem Herrn von Eisenstein sprechen. Welchen? Sicher den falschen! Jetzt misch dich nicht in andere Leute Angelegenheiten ein.
Frosch! Bitte! Pass auf den Markier auf. Jawohl! Was zum Teufel? Jemand anderer wurde statt mir eingesperrt. Gestern Abend zu Hause im blauen Schlafrock mit meiner Frau! Frosch, schlag mich. Jawohl! Sonst noch was? Na, danke! Danke! Nein, das ist kein Traum. Das tut scheiße. Na gut. Dann sind wir zwei Eisensteine. Steins? Oder Steine? Das ist hier die Frage. Wenn ihr kommt, da werde ich ihm, da werde ich ihm, da werde ich. Außer ich bin ein Advokat. Na warte du. Gott sei Dank, mein Mann ist noch nicht da. Den würde ich sonst brüllen hören. Jetzt schnell zur Antwort und soll nichts geweckt. So, und Sie, Herr Maaßen, dass es doch so zeitig in der Früh schon einen Advokaten gibt, gell? Endlich! So, jetzt setzen Sie nachher und das kommt ja wieder für Sie. Oh! Nur eine Person per Advokat gleichzeitig, das ist Vorschrift. Aber wie... Was da Ruhe ist, nix! Hinsetzen! Na nicht Sie, sitz! Sie bleiben stehen, Sie bleiben da, Sie bringen ich weg, Sie... Scheiß mir, und ist dieser Stress so zeitig in der Früh. Rosalinde! Jetzt stellen Sie sich her, ich wollte es nicht, aber wer für Sie kommt. Pack ich ihm beim Kragen, Was will es nicht sagen? so wird er nichts sagen. Darf ich wohl es wagen? Möchte Warum ihn denn versagen? ihm alles zu fragen? Wir werden ihm klagen. Darf Die sie Situation, wir verschlimmsten schon. darf Die sie Situation, hilft diesem Füßen dann schon. Jetzt bitte ich, die ganze Sache mir haarklein zu erzählen. Nicht das Geringste zu verhehlen, indes ich mir Notizen mache. Der Fall ist ungefährlich, wie Sie gleich werden sehen. Sogar verwickelt ziemlich, das muss man eingestehen. Nun denn so geben Sie zu Protokoll, worin ich Sie verteidigen soll. Ein seltsam Abenteuer ist gestern mir passiert. Man hat mich aus Versehen hier in Arrest geführt, weil ich mit dieser Dame ein wenig spät soupiert. Ein Glück, dass er so kam, Sie handelt an infam. Was kommt denn Ihnen in den Sinn? Sie sollen mich ja verteidigen. Verzeihen Sie, wenn ich heftig bin, der Gegenstand reißt so mich hin. Ich wollte Sie nicht
beleidigen, nein, ich soll sie ja verteidigen. Mein Herr und Herr, das war für uns, sehr sonderbar, nur ruhig blut, ich wollte Wut, macht sich immer nicht gut, macht sich nicht gut, gar nicht gut. Das Ganze war ein Zufall, nichts Übles ist passiert. Doch wenn Bekanntes werden, wär ich kompromittiert. Da sich, wenn ich mein Gatte für schuldig halten wird. Nein, der hat ganz recht, sie handelt das ist schlecht. Was konnten Reden in den Sinn des mich ja betäuben? Verzeihen Sie, wenn ich heftig in die Gegend dann rein vor mich hin. Ich wollte Sie nicht beleidigen, nein, ich soll Sie ja verteidigen. Mein Herr und Herr, das war für uns, sehr sonderbar, nur ruhig blut, ich wollte Wut, macht sich immer nicht gut, macht sich nicht gut, gar nicht gut. Ich bitt mir alles zu gestehen und nicht zu übergehen. Ist kein Detail mehr übersehen, ist weiter nicht erzählen. Was soll denn diese Fragen hier? Mein Herr, Ich bitte zu gestehen, ist weiter nichts geschehen. mein Herr, was denken Sie von mir? Was sollen diese Fragen hier? Ich frage Sie aus dem Wissen, ist weiter nichts geschehen. Alles muss ich wissen. Mein Herr, Mein Herr! mein Herr! Es scheint fast, als empfinden Sie wie meine Gattin süße Nähe. Drum muss ich Ihnen sagen, ein Ungeheuer ist mein Mann. Und mehr als ich vergeben kann, sein Treu doch ständiges Betragen. Hat die Vogel ganz recht, mit jungen Damen zugerecht. Lebt herrlich und in Freude, in Freude. Ach, ich wüsste nicht und konnte wegen noch lass ich mich scheiden, ratze ich und lass ich mich scheiden. Sie kratzt denn erst die Augen aus und lässt sie sich scheiden, dann lass sie sich scheiden. Sie kratzt erst die Augen aus und lässt sie sich scheiden. Da Sie alles wissen nun, sagen Sie, was soll man tun? Geben Sie uns Mittel an, wie man diesem Ehemann eine Nase drehen kann. Das ist so viel. Was soll das sein? Ein schändliches Spiel. Ein herrliches Schwein. Erzählt hat ihr Verbrecher, die Strafe bricht herein. Hier stehe ich als Rächer. Ich selbst bin Eisenstein. Ha! Eisenstein! Er selbst ist Eisenstein. Ja, ich bin's, denn ihr betrogen. Ja, ich bin's, denn ihr betrogen. Aber rächen will ich mich ein fürchterlich. Ja, ich bin's, denn ihr betrogen. Aber rächen denn ihr betrogen. Vater, Der Eisenstein! Der Eisenstein! bin noch ein Stein Der Eisenstein! Der Eisenstein! Der will mich,
Senkrecht! Hau dir die Hure! Warte mir mal nicht auf! Bleibt, Schäfer! Da ist die Zaum! Jeder wird gestückt! Du willst von Treulosigkeit reden, nachdem ich ganz genau weiß, wie viel es bei dir geschlagen hat. Du warst die ungarische Gräfin? Ich Vollidiot. Meine Damen und Herren, einen großen Applaus an meine beiden Hauptdarstellenden. Das war die Rache der Fledermaus. Fledermaus, was endlich jetzt ein Opfer aus der arme Mann ist ganz so dran. Und die mir nennt, wie man von den Freunden nie geschickt, noch wird ihm die Fluch heraus. So regt sich die Fledermaus, so regt sich die Fledermaus. Oh Fledermaus, was endlich jetzt ein Opfer aus der arme Mann ist ganz so dran. so erklärt mich doch nicht mit. Alles, was dir Sorgen macht, war ein Scherz von mir erdacht. Und wir alle spielten mit. Wie der Prinz, ich spielte mit. Und Adele, ihr so viel man nichts als Miete. Doch mein Schlag war Requisite. Von der Seligkeit zückte und ich war das Wort nicht vor. Gattin, lass ans Herz sich drücken. War doch nicht ganz alles so, wir wollen ihm glauben. Der ihnen Glück nicht rauben. Lassen fürs Theater. Nein, ich lass als Kunst mehr erzählen, solch Talent mir nicht entgehen. Das ist bei mir so Sitte, chacun son tour. C'est bei mir so Sitte, chacun son tour. Rosalinde? Rosalinde! Vergib deinem treuen Gabriel. Du siehst, nur der Champagner war an allem schuld. Es war absopfte Geschichte.